Flohsamenschalen sind wichtig für die Verdauung, aber es kann manchmal schwierig sein, sie richtig zu verwenden. Und oftmals fragen sich Menschen, die sie zu sich nehmen wollen, wie viel nehme ich eigentlich zu mir, wann nehme ich sie zu mir und was kann ich eigentlich tun, damit sie optimal auch wirklich wirken. Und darüber möchte ich ganz gerne heute mit dir in diesem kleinen Video sprechen, denn auch ich musste diesen Umgang erstmal lernen und ich teile heute mit dir meine Learnings. Und damit hallo, ich bin der Kai von Ich und mein Kron. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist herrlich schubfrei. Und heute möchte ich ganz gerne mit dir auf einen Kaffee einmal über das Thema Flohsamenschalen sprechen. Lass uns da mal loslegen. Ich selbst kam mit dem Thema Flohsamenschalen durch meinen Stoma damals in Kontakt. Ich musste sie das erste Mal verwenden. Ich hatte einen Dünndarmstoma damals. Das heißt, es ging alles sehr flüssig wieder durch, was ich oben reingesteckt habe. Und ich habe damals versucht, mit Flohsamenschalen so ein bisschen das Ganze einzudicken. Und am Anfang hat das überhaupt nicht funktioniert. Und deswegen kenne ich auch die Frustmomente, dass Menschen sagen, ich habe Flohsamenschalen schon mal probiert, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Ich habe ein großes Video, was fast 60.000 Mal geklickt wurde, dazu gemacht. Das kannst du auch gerne mal hier oben schauen, wenn du möchtest. Denn da wirst du auch nochmal mitbekommen, was eigentlich Flohsamenschalen ganz genau sind. Und ich habe mich im Laufe der Jahre immer wieder in dieses Thema eingelesen, habe mit vielen Ärzten darüber gesprochen, mit vielen Ernährungsberatern darüber gesprochen und habe so meine wichtigsten Learnings in diesem Video ein bisschen zusammengefasst. Ganz kurz, auf dieser Plattform ist es wahnsinnig wichtig, wenn du einen Daumen nach oben gibst, wenn dir dieses Video gefällt. Das hilft uns Creatoren immer wieder sichtbar zu werden und ich glaube, dieses Thema lohnt sich sichtbar zu machen und deswegen danke für deine Unterstützung. Einer der größten Fehler, die ich damals als erstes gemacht habe, war, ich dachte, es macht total Sinn, die Flohsamenschalen abends zu nehmen, bevor ich schlafen gehe. Es hat keinen Sinn gemacht. Das war keine gute Idee. Warum du sie abends nicht nehmen solltest, auch dazu habe ich schon ein Video gemacht. Verlinke ich dir da oben, würde jetzt hier zu weit führen. Aber abends Flohsamenschalen zu sich zu nehmen, keine gute Idee. Und damit sind wir eigentlich beim ersten Tipp. Nimm deine Flohsamenschalen morgens zu dir. Sie können ein richtig guter Boost sein, um die Verdauung anzukurbeln morgens, nachdem du aufgestanden bist. Ich zum Beispiel nehme grundsätzlich morgens ein großes Glas Wasser, nehme einen Esslöffel Flohsamenschalen und rühre sie in das Wasser rein und trinke dann die Menge. Was die Menge angeht, musst du für dich schauen. Ich gebe grundsätzlich immer den Tipp, fang mit ganz wenig an und steigere das von Tag zu Tag, bis du den Esslöffel wirklich voll hast. Denn das sind Ballaststoffe und Ballaststoffe sind Ballast für deinen Darm und dementsprechend muss der Darm sich daran auch erstmal ein bisschen gewöhnen. Vor allem, wenn du vielleicht in der letzten Zeit nicht wirklich viel Ballaststoffe zu dir genommen hast, dann kann es nämlich dazu kommen, wenn du gleich direkt einen Esslöffel reingibst, dass du Blähungen bekommst, leichte Darmkrämpfe und das muss nicht sein. Und dementsprechend ganz wichtig, fang klein an, steigere das über die Tage hinweg, bis du den Esslöffel voll hast und schau, wie es dir geht. Es ist immer wichtig, dein Körper muss damit klarkommen und dein Körper wird dir schon sagen, hey, das ist eine gute Menge oder eben nicht. Und dann sind wir nämlich auch schon beim nächsten Tipp. Flohsamenschalen brauchen viel Wasser und deswegen solltest du, nachdem du das Glas mit den Flohsamenschalen getrunken hast, das gleiche Glas nochmal mit Wasser füllen und das dann schrittweise trinken. Denn Flohsamenschalen brauchen Wasser, um das volle Volumen zu entfalten, das sich dann gegen die Darmperistaltik drückt und was dir dann hilft bei einer guten Verdauung. Und wenn sie nicht ausreichend Wasser bekommen, dann fühlst du dich unwohl. Dann bekommst du Darmschwierigkeiten, du bekommst vielleicht Krämpfe und deswegen Flohsamenschalen benötigen Wasser. Und das gilt übrigens auch für Ballaststoffe an sich. Die Trinkzufuhr über den Tag verteilt sollte immer recht hoch sein. Und wenn du zu wenig trinkst und isst Ballaststoffe, wirst du Probleme bekommen. Und da wir ja über die Flüssigkeit gesprochen haben, es ist immer wichtig, dass du die Flohsamenschalen quellen lässt. Du kannst zum Beispiel auch, das mögen viele nicht, aber ich mache es auch ganz gerne, dass ich sie in das Glas reingebe, lasse sie erstmal aufquellen und schlucke dann die aufgequollenen Flohsamenschalen runter. Viele Leute mögen das nicht, aber, und genau da liegt ja auch so ein bisschen der Reiz drin, du kannst dich vom Internet, von der breiten Masse inspirieren lassen. Denn
Wie kann man denn Flohsamenschalen im Alltag noch zu sich nehmen? Ich zum Beispiel mache es so, dass ich es auch zwischendurch mal in meinen Smoothie reingebe. Wenn ich einen Smoothie mache aus Haferflocken, Brokkoli, Hafermilch und ja, noch ein paar Beerenmischungen zum Beispiel mit reingebe, dann kann ich da noch einen Esslöffel Flohsamenschalen mit reingeben und habe dann einen sehr lecker schmeckenden Smoothie und nehme mit viel Geschmack, der nicht künstlich ist, meine Haferflocken zu nehmen. Dann ist aber auch wichtig, nochmal ein Glas Wasser nachkippen, um dann auch wirklich die Wirkung zu entfalten. Das ist noch ganz wichtig. Ansonsten kannst du dich inspirieren lassen von ganz vielen Menschen. Ich habe unter ganz vielen Videos immer mal wieder gefragt, wie nehmt ihr Flohsamenschalen zu euch? Egal ob Smoothie, Müsli oder Porridge oder vielleicht sogar das selbstgebackene Brot, wo die Flohsamenschalen mit eingebacken sind. Auch eine sehr coole Herangehensweise, wie ich finde. Haben wir auch schon hier oft gemacht. Sehr, sehr lecker. Probier dich da gerne so ein bisschen aus, sei ein bisschen kreativ und suche für dich das raus, was dir am meisten schmeckt. Mit Flohsamenschalen kannst du wirklich deinen Effekt erzielen, den du gerne haben möchtest. Es wirkt sowohl bei Durchfall als auch bei Verstopfung. Du musst es nur zielgerichtet angehen und da steht dir die Kreativität nicht im Weg. Gerade am Anfang, wenn man nicht genau weiß, wie wirken die eigentlich so im eigenen Körper, fangen Menschen an, 3-mal täglich Flohsamenschalen zu sich zu nehmen. Das ist ganz schön viel, wenn du dir überlegst, dass die richtig groß werden und dass die gegen die Darmwände drücken. Und wenn du dann 3-mal am Tag Flohsamenschalen zu dir nimmst, das wird ein Effekt werden, den wirst du nicht vergessen. Gerade am Anfang. Ich kann dir ganz klar sagen, fang ganz klein an, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme nicht mehr als 1-mal am Tag Flohsamenschalen zu mir, weil ich ja auch noch über den Tag an sich Ballaststoffe über meine Nahrung zu mir nehme. Und wenn ich das jetzt dann zu sehr ausbreite und nur noch Flohsamenschalen zu mir nehme, das finde ich nicht so cool. Und deswegen, das meiste muss über die Ernährung kommen. Und Flohsamenschalen sind ein wichtiges Tool, was noch zusätzlich dir helfen kann. So sehe ich persönlich das und so handhabe ich das auch. Also ich nehme es tatsächlich morgens vor dem Frühstück, warte eine halbe Stunde und dann frühstücke ich und dann war es das auch für den Tag. Also 1-mal täglich nehme ich es. Wie oft nimmst du es? Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Denn wichtig ist nämlich auch, dass man seinem Körper und seinem Darm auch mal eine Pause gönnt. Also propf da jetzt nicht ohne Ende Flohsamenschalen rein. Alles, was du da reinsteckst, muss ja auch irgendwie wieder rauskommen und muss der Körper ja auch verarbeiten. Achte so ein bisschen darauf, dass du deinem Körper auch mal die Pause lässt, das Ganze zu verarbeiten. Und gerade in der Verdauung ist Pause auch mal etwas Gutes. Also geh da sachte ran, mit Bedacht und achtsam. Das ist ganz wichtig. Dann ist mir aber noch wichtig zu sagen, wenn du in einem Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa Schub bist, dann nimm bitte keine Flohsamenschalen zu dir. Generell solltest du in einem Schub so gut wie keine Ballaststoffe zu dir nehmen, weil das einfach schmerzt. Es tut einfach weh und es tut deinem Körper nicht gut. Dein Körper braucht in dem Moment deine Unterstützung. Und das ist kontraproduktiv, wenn du da mit Flohsamenschalen arbeitest. Dementsprechend bitte achte darauf, frag immer auch mal wieder deinen Arzt, gerade wenn du im Schub bist, ab wann kannst du jetzt wieder was zu dir nehmen, ab wann nicht. Auch nach einem Schub würde ich immer noch ein bisschen Pause gönnen, würde dem Körper immer noch die Möglichkeit geben, sich zu regenerieren. Im Schub selber würde ich mich nicht auf Ballaststoffe konzentrieren, sondern auf Proteine. Denn Proteine helfen dir dabei, dass dein Darm wieder heilen kann, dass dein Körper wieder heilen kann. Und dementsprechend im Schub mehr Proteine und danach kannst du dann auch wieder langsam mit den Flohsamenschalen anfangen nach dem Schub. Das waren meine Tipps zum Thema Flohsamenschalen. Wie sind deine Erfahrungen damit? Lass mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Warum nimmst du sie? Was ist deine Ausgangserkrankung? Was ist dein Ziel, was du gerne mit Flohsamenschalen erreichen möchtest? Lass mich das alles mal wissen und lass uns mal ins Gespräch kommen unter diesem Video. Ich freue mich darauf. Wenn dir das Video geholfen und gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen und über dein kostenloses Abo. Dann sehen wir uns nämlich auch recht bald wieder hier durch um ein Crohn. Und bis zum nächsten Mal. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus. Tschüss, dein Kai.